Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Auf Wunsch einer Zuschauerin mache ich heute Sarma bzw. Dolma, das sind gefüllte Weinblätter mit Hackfleisch und Reis. Ich zeige euch Schritt für Schritt, auf was ihr achten solltet, damit sie innen schön saftig werden und die Blätter nach dem Kochen nicht mehr hart sind. Als erstes lege ich die Weinblätter zum Entsalzen in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Dann lasse ich in einer großen Pfanne reichlich Wasser aufkochen, um die Blätter vorzugaren. Die Weinblätter schwenke ich im Wasser hin und her, damit sie sich voneinander lösen und von allen Seiten umspült werden. Wenn das Wasser aufgekocht ist, gebe ich die Blätter nach und nach in das heiße Wasser und lasse sie je nach Größe und Dicke 5 bis 8 Minuten garen. Auf diese Weise werden die Blätter weicher und später zeitgleich mit der Füllung gar. Sobald die Farbe der Weinblätter dunkler wird, nehme ich sie aus dem heißen Wasser heraus und lasse sie in einem Seier abtropfen. Anschließend falte ich die Weinblätter auseinander und sortiere sie nach kleinen und großen Blättern. Zerrissene und sehr dicke Blätter lege ich zur Seite. Den Reis fülle ich in ein engmaschiges Sieb und spüle ihn so lange, bis sich das ablaufende Wasser klärt, und lasse ihn abtropfen. Dann nehme ich eine große Zwiebel und schneide sie in kleine Würfel. Die Knoblauchzehe habe ich hier gewürfelt, wer möchte, kann sie aber auch pressen. Als nächstes schneide ich die Petersilie in feine Streifen. Und zum Schluss würfel ich noch eine mittelgroße Tomate. Die Zutaten fülle ich dann in eine große Schüssel und füge den abgetropften Reis und das Hackfleisch hinzu. Die Füllung würze ich nun mit Tomatenmark, Paprikapulver, wenn ihr es schärfer mögt, könnt ihr auch Chiliflocken nehmen, getrockneter Minze, Pfeffer, Salz, Piment und Granatapfelsirup. Die Zutaten vermische ich gründlich miteinander und stelle die Füllung kurz zur Seite. Jetzt lege ich mit den zerrissenen und dicken Blättern den Boden der Pfanne aus und verteile noch ein paar Zitronenscheiben darauf. Zum Füllen nehme ich nun ein Weinblatt vom Stapel und breite es auf der Arbeitsfläche aus. Die gerippte Seite zeigt dabei nach oben und die Spitze des Blattes von mir weg. Den Stiel schneide ich mit einem Messer ab. Da ich meine Sarma gerne dicker mag, nehme ich pro Blatt ungefähr einen Esslöffel Füllung. Die Füllung gebe ich knapp oberhalb des Stielansatzes auf das Weinblatt und drücke sie leicht zusammen. Dann falte ich die Seiten des Blattes nach innen, sodass sie die Füllung rechts und links überlappen, und rolle das Blatt zur Spitze hin auf. Auf dieselbe Weise fülle ich noch die restlichen Blätter, bis die Füllung aufgebraucht ist. Es sollte weder zu fest noch zu locker aufgerollt werden, weil der Reis sich beim Kochen noch ausdehnt und die Blätter sprengen kann, oder aber die Sarma beim Kochen auseinanderfallen. Jetzt schichte ich zuerst die großen Sarma in die vorbereitete Pfanne, weil sie mehr Füllung enthalten und dadurch mehr Hitze und Wasser benötigen als die kleinen. Damit die Blätter beim Kochen nicht aufgehen, solltet ihr darauf achten, dass die Nahtseite immer nach unten zeigt. Auf die aufgeschichteten Weinblätter gieße ich jetzt etwas Olivenöl und Granatapfelsirup. Statt Granatapfelsirup könnt ihr aber auch Zitronensaft nehmen. Danach beschwere ich die Weinblätter mit einem umgedrehten Teller und fülle mindestens doppelt so viel heißes Wasser in die Pfanne, wie ich Reis für die Füllung genommen habe. Damit die Füllung schön saftig wird, sollte das Wasser die oberste Schicht der Sarma leicht bedecken. Hier habe ich etwas zu wenig Wasser eingefüllt und musste später noch was nachgießen. Zum Schluss setze ich noch den Deckel auf die Pfanne und lasse das Wasser bei hoher Hitze einmal aufkochen. Dann schalte ich den Herd sofort auf die niedrigste Stufe und lasse die Sarma so lange weiter köcheln, bis sich beinahe kein Wasser mehr in der Pfanne befindet. Das hat bei mir etwa 1 bis 1,5 Stunden gedauert. Sobald die Sarma gar sind, schalte ich den Herd aus und lasse sie bei geschlossenem Deckel noch etwas durchziehen.
Die gefüllten Weinblätter stürze ich nun direkt aus der Pfanne auf eine große Platte. Jetzt entferne ich noch die Blätter und die Zitronenscheiben, mit denen ich die Pfanne ausgelegt hatte, und serviere die Sarma mit Joghurt. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen oder Rezeptwünsche habt, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Und falls ihr meine Rezepte ausprobiert, dann würde ich mich sehr über Fotos freuen, die ihr mir über Facebook oder Instagram zuschicken könnt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.